Dieses Auto sieht aus wie mein Fisker Ocean, ist es aber nicht, denn ich bin nicht in Hamburg, ich bin in Graz und damit herzlich willkommen und hallo auf dem Kanal von 163 Grad. Ich bin Oliver, hinter der Kamera als Jonathan und wir beide sind heute beim Magna, der Produktionsstätte des Fisker Ocean und zeigen euch, wie der Fisker Ocean hier produziert wird. Also, herzlich willkommen und wir gehen zusammen da rein. Das ist sie also, die Geburtsstätte des Fisker Ocean. Auch mein Ocean One wurde hier gebaut. Wir zeigen euch gleich die spannendsten Stationen, die ein Fisker Ocean durchläuft, bis er sozusagen das Licht der Welt erblickt. Angefangen vom Meisterbock, dem Urmodell, an dem sich jeder Ocean im wahrsten Sinne des Wortes messen lassen muss. Wir zeigen euch den Einbau des riesigen Glas-Solardachs, das immerhin 70 Kilogramm schwer ist und während der Fahrt Strom produzieren kann und das es so nur beim Fisker Ocean gibt. Und von der Montage des Glasdachs gehen wir weiter zur Hochzeit. Die findet beim Fisker Ocean wie bei so vielen E-Autos in 2 Teilen statt. Warum, erfahrt ihr gleich. Und weiter geht's zum einzigartigen ADAS-Prüfstand, in dem die Elektronik für die Fahrassistenzsysteme kalibriert wird. Wir zeigen euch einen Fisker im Lichttunnel, aus dem der Ocean dann in die große weite Welt entlassen wird. Und am Ende gebe ich euch noch ein paar Insights aus der Qualitätskontrolle und wir sprechen über meine Eindrücke, die ich vom Besuch in der Fisker-Produktion mitgenommen habe. Jetzt geht's aber los mit dem Video, wie immer für euch in Kapitel unterteilt. Und das, was ihr hier hinter mir seht, das sieht aus wie ein Fisker Ocean und ist der sogenannte Meisterbock. Das ist ein Fisker Ocean, sagen wir mal Modell, die Referenz. Das ist die Bemaßung des Fisker Oceans. Das Modell ist übrigens aus Aluminium, aus dem Vollen gefräst auf Millimeterbruchteile genau. Und jedes Teil, was hier für den Fisker Ocean in der Fertigung verwendet wird, wird stichprobenartig an diesem Modell kontrolliert. Das heißt, wenn ein Lieferant ein Teil zuliefert, dann wird eine Stichprobe genommen, die wird hier dran verbaut und geguckt, ob die Spaltmaße passen, ob das Teil passt, sonst kommt es nicht in die Fertigung. Mega Aufwand, mega Teil, ich weiß nicht, es wiegt mehrere Tonnen und dieser Aufwand wird betrieben, um nachher diese Spaltmaße und diese Fertigungsqualität hinzukriegen. Und in dieser Halle werden auch Karosserien stichprobenartig aus der Fertigung entnommen und es wird geguckt, ob es alles diesen Maßen entspricht, die hier einmal an diesem Meisterbock festgelegt worden sind. Die Produktionswerkzeuge nutzen sich ab und so können mit der Zeit Abweichungen entstehen. Die werden hier aufgedeckt und abgestellt. Die vermessene Karosse geht dann ganz normal wieder zurück in die Produktion. Und an dieser Station wird, wie ihr seht, das Glasdach eingeklebt. Es gibt 3 verschiedene Glasdächer. Der Sport hat ein durchgehendes Glasdach. Das Fahrzeug, was hier unten gerade steht, ist ein Ultra, hat also ein Glasdach, was zu öffnen ist. Und es gibt den Extreme und One. Die haben das Solarglasdach, wie bei meinem Auto. Das Dach wird hier eingeklebt von diesem Roboter, den wir euch hier zeigen. Und das ist schon beeindruckend, das zu sehen. Jetzt sehe ich zum ersten Mal auch den Wagen mit dem Glasdach ohne die Solarpanels. Sieht super schick aus. Und ja, es ist eines der größten Glasdächer, die es in der Autoindustrie gibt, zu öffnen mit Solarpanels. Und mit dem neuen Software-Update 2.0 bekommen wir ja auch die Statistik. Die habe ich in einem der Vorführfahrzeuge hier schon gesehen. Irgendwann in den nächsten Tagen kriege ich das auch. Und dann kann man sehen, was dieses Solardach an Strom produziert. Und da das jetzt schon im Auto gespeichert wird, kann ich das doch nachträglich abrufen, was seit Juli letzten Jahres mein Solardach produziert hat. Bin ich sehr gespannt drauf. Und hier sind wir gleich beim Schönsten, was es gibt, der Hochzeit Teil 1. Denn beim Elektroauto passiert die quasi in 2 Teilen. Im ersten Teil werden die beiden Motoren angebaut. Das hinter mir ist genauso ein Auto, wie ich ihn fahre. Ein Fisker Ocean One, man kennt das an den tealfarbenen Bremssätteln. Der hat also Allradantrieb, eine Antriebseinheit vorne, eine hinten. Werden also 2 Teile unter das Auto gefahren. Im späteren Schritt, das zeigen wir euch gleich, kommt die Hauptbatterie, die Fahrbatterie dazu. Das meinte ich mit 2 Teilen. Beim Verbrenner bist du hier an dieser Stelle fertig. Beim Elektroauto sind es dann erst die Antriebsmotoren und im zweiten Teil der Hochzeit dann die Fahrbatterie unten drunter. Die schauen wir uns jetzt auch an. Und hier ist der zweite Teil der Hochzeit. Ihr seht, die Fahrbatterien kommen von da hinten, werden in diese Maschine eingespannt, die das dann vollautomatisiert unter das Auto bringt und mit 26 Schrauben Drehmoment gesteuert verschraubt. Und ja, beeindruckend. 112 kW hat die, wisst ihr ja.
Das ist die große Batterie. Aktuell werden hier im Moment nur die Extremes gebaut mit den blauen Bremssätteln. Vorhin habe ich gesagt One, es sind aber Extreme. One sind schon lange durch. Die waren ja auf 5000 Stück begrenzt. Weiter geht's. Und in diesem Schritt, kurz vor dem Lichttunnel, den wir euch gleich zeigen werden, werden die elektronischen Assistenzsysteme des Fisker Oceans kalibriert. Die gesamte Technik da drin ist eine Eigenentwicklung von Magna Electronics. Und das heißt, das Fahrzeug hat ja bekanntermaßen 5 Radarsysteme, ein digitales Radar mittig vorne, 4 Radarsysteme in den Ecken, diverse Kameras, Ultraschallsensoren. Das wird hier in dieser Kabine alles kalibriert und alles eingestellt. Und mit einem der nächsten Software-Updates, 4.0 glaube ich im April, wird es auch alles scharf geschaltet. Und dann werden wir sehen, was diese Elektronik kann. Dann wird es also Abstandstempomat geben, Spurhalteassistent, Spurwechselassistent und. Und der Grundstein dafür wird hier in dieser Kabine gelegt. Und dann sind wir in der Endkontrolle im sogenannten Lichttunnel. Mal ein Fahrzeug in Rot. Sieht man relativ selten, ist aber eine schicke Farbe, ist auch wieder ein Extreme. Und auch für die USA, alle Fahrzeuge, die hier heute gebaut werden, gehen wohl in die USA. Das erkennt man an den roten Blinkern. Und hier wird ganz akribisch gearbeitet, was Lackqualität, Spaltmaße und ähnliche Dinge angeht, nach sehr hohen Qualitätsstandards. Und die Autos sehen hier echt perfekt aus. Und falls ihr euch fragt, was das ist natürlich nur für die Produktion, das kommt nachher weg. Das ist ein Transportswitch. Die Fahrzeuge kommen ja in ein Schiff, mit dem sie in die USA gebracht werden. Und hier hat man die Möglichkeit, mit einer Art Notaus das Fahrzeug lahmzulegen im Ernstfall. Das wird natürlich nachher alles in den USA wieder rausgenommen und dann kommt die rote Abdeckung hier rein. Und in dieser Halle, die Fahrzeuge, die ihr hier alle seht, das sind Testfahrzeuge, mit denen Magna den Produktionsstand, die Software und neue Entwicklungen testet. Hier laufen auch alle unsere Inputs zusammen, die wir als Ocean-Fahrer geben, alle Fehlermeldungen. Das läuft hier im Prinzip alles zusammen. Diese Fahrzeuge haben teilweise Datenlogger, das sind so richtige Kisten, die in den Kofferraum gestellt werden, mit dem Fahrzeug verbunden werden, die alles aufzeichnen, alles protokollieren und das wird hier ausgewertet. Die Fahrzeuge werden rangenommen, hier wird alles ausprobiert. Es gibt eine ganze Flotte von Fahrzeugen für das ADAS-System, also die Kamera- und Fahrassistenzsysteme, die dann im April freigeschaltet werden. Das wird hier alles ausgiebig probiert. Und ja, hier gibt es Fahrzeuge in verschiedenen Farben, verschiedenen Konfigurationen. Also hier wird richtig gearbeitet, um den Fisker immer besser zu machen. So, und das ist das Ergebnis der Produktion. Hier stehen jetzt mehrere hundert Fisker Ocean in verschiedenen Trims, Extreme, Ultra, die alle für die USA bestimmt sind. Das erkennt man an diesen roten Rückleuchten in der C-Säule. Diese Fahrzeuge befinden sich schon in Verantwortung des Spediteurs und werden von hier übernommen, gehen an ein Zentrallager in der Nähe von Graz, werden dort auf Eisenbahnen verladen, durch Europa gefahren oder in diesem Fall zum Seehafen gebracht, wo sie dann in so einem Autofrachter in die USA gehen. Das sind mehrere hundert Fahrzeuge, die in den USA schon erwartet werden. Und ich habe hier mal so ein bisschen auf die Fahrgestellnummern geluschert. Mein Auto hat die Fahrgestellnummer 1608, ist also ein sehr frühes Modell. Hier sind sie schon bei 12.000 und mehr, haben also schon einige tausend Fahrzeuge produziert. In der Fertigung des Fisker Oceans in Graz habe ich unheimlich viele Eindrücke mitgenommen und ich brauchte etwas, um das alles zu sortieren und darum geht es im nächsten Teil, wie sehe ich die Zukunft von Fisker. Ja, wieder zurück in Hamburg und seit dem Besuch bei Magna Steyr sind ein paar Tage vergangen, in denen ich so ein bisschen die Gelegenheit hatte, die Gedanken mal so ein bisschen zu sortieren. Das kreist ganz schön, wenn du da so durch die Fertigung gegangen bist und dieses und jenes und solches dir alles angucken kannst und so viele Informationen, die da auf dich einprasseln, dann ist das alles so in Unruhe, da braucht man 1-2 Tage. Um das Ganze so ein bisschen für sich zu sortieren und einzuordnen und auch ein bisschen so die Stimmung mitzunehmen, über die ich euch gerne noch mal erzählen möchte, wie das da so abgeht. Magna Steyr, für die es nicht wissen, gehört zum Magna International. Das ist einer der größten Automobilzulieferer weltweit und auch eine Firma, die ganze Autos baut. Also Gesamtfahrzeugproduktion nennt man das. Und bei Magna Steyr werden ganze Autos gebaut. Drumherum sitzen viele andere Magna-Tochterfirmen, die etwas zuliefern. Zum Beispiel der Elektroantrieb hier kommt von Magna Powertrain, ist also eine Eigenentwicklung von Magna, die Elektromotoren hier bauen. Es gibt Magna Electronics und, aber nicht jedes
Steuergerät oder nicht alles in diesem Auto kommt von Magna. Da sind auch viele Produkte anderer Zulieferer drin. Magna ist so ein Hidden Champion, sage ich mal. Man kennt sie von der Mercedes G-Klasse. Die haben sie vor Jahrzehnten entwickelt für Mercedes und bauen sie seitdem. Der Ocean hat mit der G-Klasse aber nichts zu tun und die Fertigung findet auch in einem völlig getrennten Bereich davon statt. Da gibt es keinerlei Überschneidung. Aber Magna baut mit dieser Gesamtfahrzeugproduktion Fahrzeuge für mehrere Hersteller. Zurzeit sind es außer dem Fisker Ocean noch 2 andere, die kann man sich bei Wikipedia mal angucken, welche das sind, die vom Band laufen. Und das Interessante dabei ist, die beiden anderen Fahrzeuge sind beides Verbrenner. Und da wird also in einer Fabrik auf einem Fertigungsstrang werden 3 Automodelle produziert, ein Verbrenner Cabrio, ein Verbrenner Coupé und der Fisker Ocean. Und das geht in einer Abfolge, da kommt dann, ich sag mal, ein Fisker Ocean, dann kommen 2 von den anderen, dann kommen 3 Fisker Ocean hintereinander. Es ist natürlich nicht so willkürlich, wie ich das jetzt so erzähle. Das ist genau geplant und genau getaktet, aber es geht auf einem Band. Und das, was dort so beeindruckend ist, ist, dass der Qualitätsstandard für alle diese Fahrzeuge derselbe ist. Es ist also so, dass dieselben Mitarbeiter mit demselben Drehmomentschrauber eben noch an einem dieser Verbrennerfahrzeuge geschraubt haben, die da vom Band gehen, und danach kommt ein Fisker Ocean und dann wird an dem geschraubt. Der Qualitätsstandard ist derselbe, die Aufmerksamkeit, die sie der Sache entgegenbringen, die Organisation, es ist also wirklich alles auf einem Top-Level und es wird kein Unterschied gemacht. Also die Mitarbeiter gucken jetzt nicht anders auf das Auto, nur weil es ein Fisker Ocean ist, sondern das geht alles auf einem super hohen Niveau. Wie das in so modernen Fabriken üblich ist, geht das alles per Strichcode. Jede Schraube wird protokolliert. Das wird ja alles mit Drehmomentschraubern festgeschraubt. Jeder Schritt wird protokolliert, gescannt, sodass man hinterher von jedem Auto genau sagen kann, der Mitarbeiter hat dann um die Uhrzeit diese Schraube mit dem Drehmoment und so weiter angezogen. Und von daher, das ist also super top organisiert. Ja, irgendjemand hatte in den Videos mal gefragt, was denn mit der Hohlraumversiegelung ist, weil das ja etwas ist, womit einige Tesla-Käufer deutliche Bauchschmerzen haben. Da braucht ihr euch beim Fisker Ocean keine Gedanken zu machen, habe ich nachgefragt. Ist ein Bereich, den wir nicht gefilmt haben, aber da kann ich euch versichern, das ist also eine Konstruktion aus Aluminium. Es sind verzinkte Stahlbleche und dazwischen, zwischen dieser Stahl- und der Aluminium-Geschichte ist noch eine Beschichtung, weil das weiß man ja, da gibt es ja so Korrosion, wenn die beiden Materialien sich treffen, braucht ihr auch keine Angst zu haben und dann ist das Ganze mit einer Hohlraumversiegelung geflutet. Also kein wirklich allerhöchstes Niveau, auf dem das hier passiert. Das Auto Fisker Ocean hat ja einen Werkscode. Meist oder alle Autos haben irgendeine Zahlenbezeichnung, mit der das in der Fabrik läuft. Ich sage mal, eine alte S-Klasse ist ein W126 oder ein W140 und so weiter. Oder der BMW X3, der erste, den Magna auch mal entwickelt hat und gebaut hat, der hieß E83. Also jeder hat so eine Zahl und der Fisker ist eben der FM29, wobei 29, glaube ich, für den Radstand steht. 2,90 Meter müsste das sein. Und FM für Fisker Magna wahrscheinlich, würde ich mal so sagen. Wenn es nicht richtig ist, schreibt hier unten in die Kommentare, was richtig wäre. Also das Fahrzeug heißt, oder in der Magna Fabrik sprechen alle von dem FM29 und nicht so sehr von dem Fisker Ocean. Steht auch überall dran, FM29. Und was ich auch mitgenommen habe, ist, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieser Fabrikation mächtig stolz sind auf ihren FM29 und auf die Qualität, die sie da abliefern. Und großes Kompliment, ich habe das ja nun live gesehen, ihr macht einen tollen Job. Übrigens sind viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch Zuschauer dieses Kanals. Deshalb an dieser Stelle herzliche Grüße nach Graz. Schön, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Und den einen oder anderen durfte ich auch kurz kennenlernen und kurz sprechen. Also ihr macht da wirklich einen Bombenjob mit einem tollen Auto, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, dann kommen wir zu dem Thema Qualitätssicherung. Das ist ja, habt ihr gesehen, so ein Areal, in dem diese Testfahrzeuge stehen, mit dem Mitarbeiter von Magna und Fisker das alles machen. Es ist, um das so zu formulieren, sehr, sehr viel Magna im Spiel. Magna baut dieses Auto komplett und macht auch große Teile der Softwareerprobung. Also das ist gibt irgendwo ein Handshake zwischen Fisker und Magna, aber Magna macht das.
eigentlich federführend, so habe ich das wahrgenommen. Was ich habe lernen müssen, ist, dass dieses Auto, der Fisker Ocean, über 60 Steuergeräte hat, die alle irgendetwas tun. ABS-Steuergerät und eine Klimaanlage und Wechselrichter und. Nicht alle diese Steuergeräte kommen von Magna, ein Teil, aber eben nicht alle. Und jedes Steuergerät kommt mit einer eigenen Software, die der Hersteller des Steuergerätes mitliefert. Und die Aufgabe von Magna und Fisker ist es jetzt praktisch, diesen Blumenstrauß von Steuergeräten zu einem Team zusammenzuschweißen. Wenn man das mal mit dem Fußball vergleicht, dann fällt mir da im Moment aus aktuellem Anlass die Mannschaft von Bayern München ein. Ja, ich weiß, Fußball, der eine ist Bayern-Fan, der andere mag sie nicht so sehr, das lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber die haben sich nun mit dem ganzen Geld, was sie haben, eine tolle Hardware zusammengekauft, in dem Sinne, dass sie einen tollen Spielerkader haben. Sie haben sich den angeblich besten Trainer der Welt mit Herrn Tuchel da organisiert und es nützt alles nichts, wenn du diesen Haufen nicht dazu bringst, dass er zusammen als Team funktioniert. Ja, und das genau ist die Aufgabe von Magna, die im Moment ansteht. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe es in einem Video vorher schon mal gesagt, der Fisker ist wahrscheinlich ein bisschen zu früh auf den Markt gebracht worden, was nicht die Entscheidung von Magna gewesen sein wird, sondern die von Fisker als Start-up zu sagen, so, wir müssen zeigen, da müssen jetzt Autos auf die Straße, und ich schätze mal, deshalb ist der Launch da im Sommer passiert. Normalerweise hätte man diesem Auto noch 3 oder 6 Monate Zeit geben müssen. Denn die ganzen Fehler, die so durch die Presse geistern, mit, ich sag mal, dass du manchmal mehrfach auf den Schlüssel drücken musst, bis der aufgeht, bis hin zu irgendwelchen technischen Defekten, dass jemand mit dem Auto liegen geblieben ist. Ich bin ja auch schon mal stehen geblieben mit dem Auto, ist aber auch schon Monate her, und auch das Problem ist erkannt und gefixt. Es gab ja neulich noch so einen Artikel von Golem, das ist eigentlich ein Artikel aus den USA von TechCrunch, der so ein bisschen aufgelistet hat, was war. Und das ist eben genau der Punkt. Im Moment ist eigentlich immer nur das, was war. Ja, die ganze Berichterstattung in diesem TechCrunch-Artikel sind eben Fehler drin, die im Juli, August irgendwann waren und die mittlerweile durch Software-Updates auch alles schon abgestellt worden sind. Ich habe mich ausführlich mit den Mitarbeitern einer Qualitätssicherung unterhalten. Ihr könnt mir glauben, all diese Punkte, die wir Fisker Ocean-Fahrer der ersten Stunde schon so erlebt haben, die sind alle bekannt, die sind alle erkannt. Teilweise sind die Fehler Lappalien oder falsche Programmierung des Steuergerätes oder ähnliches. Manchmal ist es auch gar nicht der Fehler, von dem man erst denkt, dass es der Fehler von dem Teil ist. Es ist alles bekannt, es ist alles adressiert, es wird geprobt, es wird ja mit dem Lieferanten der Steuergeräte ein Ticket erstellt. Du, das ist nicht in Ordnung, das musst du nachbessern, dann kommt der neue Betriebsstand und es wird hin und her gespielt, solange bis das erprobt und in Ordnung ist. In diesen Tagen wird die Software 2.0 ausgerollt und ich habe in einem Auto gesessen mit 2.0. Wir sind mit diesem Auto gefahren. Da waren keine Fehler mehr da. Und ich habe mich auch mit den Jungs da unterhalten. Also 2.0 ist ein Meilenstein. Damit passiert unter der Haube unheimlich viel. Die allermeisten dieser Fehler oder Nickeligkeiten sind dann weg. Du drückst dann auf den Knopf, der Wagen geht sofort auf. Das, wo wir heute 2-, 3-mal drücken müssen und so weiter, kannst du mir glauben, ist alles erledigt. Auto holt, dass der Wagen an der Ampel nicht wegrollt. Die Heizleistung wurde korrigiert, dass man im Energiesparmodus auch die Heizung nicht auf 29 Grad stellen muss, bis da irgendwas rauskommt. Also all diese Dinge und auch der Vampire Drain. Die ersten haben schon die Software 2.0 und haben da schon so ein paar Posts gemacht. Also der Batterieverlust im Stand, der ja im Moment mit dieser Software so bei ca. 3% am Tag ist, der ist runter auf ein halbes Prozent ungefähr. Also eigentlich so gut wie gar nicht mehr vorhanden. Das ist wirklich ein Quantensprung, den sie da mit der Software 2.0 machen, die jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Wochen ausgerollt wird. Diese Software wird in 3 Teilen ausgerollt. Man macht also 3 Software-Updates im Abstand weniger Tage hintereinander. Das haben sie gemacht, um die 12-Volt-Batterie nicht zu stressen. Ihr erinnert euch, in einem meiner letzten Videos habe ich euch gesagt, wie das bei mir gelaufen ist. Da hat das Software-Update so viel Strom gezogen, dass die 12-Volt-Batterie dann unter die Mindestspannung ging. Und das will man vermeiden, deshalb in 3 Teilen. Also
ich sag mal, mit der Software 2.0 ist Ruhe drin und dann haben wir auch ungefähr die Betriebssicherheit, die man im Grunde genommen am ersten Tag schon erwartet hätte. Mit der Software 3.0, die dann irgendwo im April kommen soll, im März kommen soll, lass es dann April sein, kommt Alexa, dann gibt es eine Sprachbedienung, drückst du auf den Knopf, hallo Alexa, ruf bitte meine Frau an oder ähnliches. Das ist auch schon kommuniziert, dass das zertifiziert ist und freigegeben ist und dass diese Alexa-Geschichte da kommt. Und mit der Software 4.0, die soll im April kommen, ich sage dann mal Mai, werden alle Fahrassistenzsysteme freigeschaltet. Also der Wagen hat 5 Radarsensoren, einen davon in der Mitte, ein digitales Radar, was sogar in der Lage ist, einen querliegenden Reifen auf der Straße zu erkennen oder einen höheren Ziegelstein oder so. Das kann dieses Radarsystem wohl alles erkennen. Es wird dann auch so eine Darstellung geben, oben in dem Display, so wie ihr es von Tesla kennt, wo man eben sieht, was das Auto eigentlich alles so erfasst drumherum an anderen Verkehrsteilnehmern. Das wirst du oben in dem Display alles sehen. Das wird dann alles aktiviert. Also der Wagen wird richtig, richtig gut. Und wenn man mal guckt, April, Mai, das sind so 12 bis 14 Wochen, die wir noch durchhalten müssen. Und dann ist die Software da, wo sie sein soll und der Ocean ist da, wo er sein soll. Warum geht das oder ging das im Moment so schleppend? Mit dem Ocean, da erinnere ich an Elon Musk. Ich weiß, Fisker und Tesla kann man jetzt nicht so vergleichen, aber es geht mir um was anderes. Als das Model 3 auf den Markt kam, ging das auch sehr schleppend voran und Elon Musk hat das mal so formuliert, zuerst war es die Production Hell, also die Produktionshölle, diese Autos zu produzieren und danach war es die Delivery Hell, also diese Fahrzeuge auch auszuliefern. Und so ähnlich diese Problematik ist auch bei Fisker so gewesen. Das heißt, zuerst ging es darum, die Produktion hinzukriegen, die Software hinzukriegen und dann ist man jetzt durch die Delivery Hell, also man hat Transportkapazitäten auf Zügen gebucht, man hat ausreichend Transportkapazitäten auf den Schiffen gebucht. Du kannst nicht einfach zum Hafen fahren und sagen, ich habe jetzt hier 600 Autos, kannst du die mal in die USA bringen. Das musst du Monate im Voraus auf diesen Frachtschiffen buchen und die Kapazitäten musst du dann auch erstmal finden. Also das ist alles organisiert. Es gehen 200 und so viel Fisker auf einen Zug. Fisker mietet einen ganzen Zug oder die Spediteur, die das für Fisker macht, organisiert dann einen ganzen Zug, der wird komplett mit Fisker Ocean voll beladen, wird dann nach Seebrücke gefahren. Wenn sie dort so und so viele 100 Autos zusammen haben, dann geht diese Ladung komplett aufs Schiff und geht dann rüber in die USA oder es geht mit dem Zug weiter ins Ausland, nach Dänemark oder wo auch immer sie jetzt, England, wo auch immer sie Fisker Ocean ausliefern. Das ist also geklärt und das fängt jetzt an zu laufen. Dann dieses neue Dealer-Agentur-Modell, da haben wir so abends beim Bier auch drüber gesprochen. Habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass der Ocean jetzt nicht nur im Internet selber verkauft wird, sondern Fisker bietet auch die Möglichkeit an, mit Händlern zu kooperieren. Laut Fisker News gibt es so circa 250 Händler, die da Interesse bekundet haben und in Gesprächen sind. Ich weiß, oder Sie haben es ja schon kommuniziert, dass es schon mehrere Händler gibt, die jetzt Verträge gezeichnet haben für dieses Agenturmodell. Die gesamte Ostküste hoch gibt es dann demnächst in den USA Standorte. Ich weiß von einem deutschen Händler, der da in Gesprächen ist. In der Schweiz macht der erste Händler am 1.3. seinen Fisker-Shop auf. Also vielleicht war das am Anfang nicht so geplant, aber warum denn nicht? Es gibt Autohäuser, die Stammkunden haben, wo Leute seit Jahrzehnten ihr Auto kaufen. Die haben schon den 3. Golf da gekauft oder was auch immer. Warum soll man diese Vertriebswege nicht nutzen und dort Autos anbieten? Und diese Autohäuser wollen auch in die Elektromobilität einsteigen. Und mit dem Fisker Ocean kriegen sie ein einzigartiges Produkt, was in den allermeisten Fällen auch nicht das Produkt kannibalisiert, was sie da schon stehen haben. Insofern finde ich die Idee gar nicht schlecht. Und mag sein, dass sie es am Anfang nicht so geplant hatten und mag sein, dass es ein bisschen Marge kostet. Das ist ja ein Agenturmodell, aber im Moment geht es bei Fisker um Umsatz, Verkaufen und es geht auch, wenn man mal so ehrlich ist, darum, ums nackte Überleben, um dass die Firma erfolgreich wird. Durch dieses Tal, wo sie jetzt drin sind, müssen sie durch. Da mussten andere Hersteller auch durch. Ich erinnere auch hier, ohne den Vergleich ziehen zu wollen, nochmal an Tesla. War eine völlig andere Zeit. Die sind viel früher gestartet. Auch da gab es mal so Phasen, wo es mal ein bisschen mau aussah um Tesla. Und durch das Tal sind sie durch. Und heute brauchen wir uns darüber, glaube ich, keine Gedanken zu machen. So ist das beim Startup. Du startest, dann
ist irgendwann so eine Delle und wenn du da durch bist und dich da finanziert hast, dann geht das los. Ich werde auch immer gefragt, ja, aber der Fisker Ocean, was hat der denn, was andere Autos, andere Elektroautos nicht auch haben, außer dass man die Heckscheibe runter machen kann. Da kann ich euch sagen, dass relativ viele Käufer des Fisker Oceans anscheinend mit dem Ocean in die Elektromobilität einsteigen. Also die Käufer vom Fisker Ocean sind nicht alle Leute, die schon ein Elektroauto haben, sondern der Anteil derjenigen, die sagen, für uns ist das unser erstes E-Auto, ist relativ hoch beim Ocean. Das heißt also, der Ocean muss irgendwas haben, was tatsächlich viele Kaufinteressenten dazu bringt, jetzt das erste Elektroauto zu kaufen. Ja, so nach dem Motto, ich wollte vielleicht keins, wollte dies nicht, wollte das nicht, das fand ich nicht gut, aber mit dem Ocean, dann mache ich es jetzt. Das ist sicherlich ein Thema und deshalb finde ich die neue Händlerpolitik, den Wagen also bei etablierten Händlern mit in den Showroom im Agenturmodell zu stellen, finde ich wirklich eigentlich eine passende Idee. Aber ich möchte gerne mal den Blick nach vorne richten, nicht so sehr nach hinten, weil irgendwo im Oktober bei irgendeinem die Tür nicht aufging, sondern nach vorn, ohne dass ich das jetzt irgendwie ins Lächerliche ziehen will. Das sind ernste Probleme, aber die sind zum großen Teil wirklich schon geklärt und spätestens mit 2.0 auch abgestellt. Wenn wir nach vorne gucken und wir gucken mal so, ich stelle mir jetzt mal vor, Spätsommer, Herbst, Ende des Jahres, dann könnte es sein, dass Fisker Ocean schon zigtausend von diesen Oceans gebaut hat. Ja, wir sind jetzt bei VIN-Nummern von über 12.000. Der hier hat 1.600. Also wir sind schon im fünfstelligen Bereich. So, also es sind zigtausend Oceans gebaut. Die Produktion läuft. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Die Hardware von dem Wagen ist allererste Wahl. Der fährt auch toll, die Straßenlage, die Federung, der fährt echt gut, macht wirklich Laune. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen das trübt, ist diese Softwaregeschichte und da sind sie dran und ich sag mal, im Mai sind sie durch und dann ist alles gut. Also, Hardware ist toll, nehmen wir an, die Produktion läuft, es werden zigtausend davon gebaut, die Qualitätssicherung hat alle Fehler abgestellt, es gibt Software 4.0 da drauf, du hast einen Autopiloten, hätte ich fast gesagt, sorry, also ein Tempomat mit Abstandsradar, du hast den Spurwechselassistent und all das, Alexa ist drin und es gibt ein, ja, ich sag mal, doch breit aufgestelltes Händlernetzwerk in den USA und Europa, wo du einen Fisker Ocean Probe fahren kannst, kaufen kannst und wo auch der First-Level-Support erfolgt. Das heißt, dein Autohaus, bei dem du vielleicht schon 10 Jahre lang Kunde bist, führt dann auch Fisker Ocean und wenn du was hast, dann kannst du als erstes dahin gehen. Wenn ich mir das so vorstelle, dann könnte es Ende 2024 so sein, dass wir so weit sind. Ich würde es Fisker gönnen. Nur dann, muss ich ehrlich sagen, sehe ich nicht, wie so eine Firma, die das macht, die so erfolgreich ist, am Ende nur 400 Millionen Dollar Marktkapitalisierung wert sein soll. Und ich sehe auch nicht, dass die Aktie eines solchen Herstellers dann für 80 Cent oder 70 Cent wie heute zu haben sein wird. Aber nochmal, das ist keine Aktienempfehlung, kein Aktientipp oder so, das überlasse ich den Experten, da bin ich keiner, möchte niemanden dazu verleiten, irgendwas an der Börse zu tun. Das kann ganz böse ins Auge gehen, ihr könnt auch alles verlieren. Fisker kann auch theoretisch es nicht schaffen und dann ist die Aktie nichts mehr wert und der Wagen weiß man dann auch nicht. Aber ich glaube nicht dran und speziell auch nachdem ich das bei Magna gesehen habe und die Stimmung wahrgenommen habe, mit der die Leute da arbeiten und mit der es vorangeht. Die Aufgabe von Magna ist es, dieses Auto zu entwickeln und zu bauen. Das machen sie, Daumen hoch, macht ihr wirklich toll. Die Aufgabe von Fisker ist es, das Auto zu vertreiben, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das hat ein bisschen gehakt und geht jetzt aber in die Vollen und dann werden wir sehen. 2024 kann ein Fisker-Jahr werden. Was meint ihr? Ich freue mich auf eure Meinung. Wie immer hier unten in die Kommentare. Die Meinungen sind frei. Wenn ihr sagt, Fisker ist doof oder Fisker ist bald pleite oder was auch immer, dann könnt ihr das herzlich gerne schreiben. Sachlich sollte es bleiben und im Umgangston einigermaßen freundlich. Ich muss nicht recht haben, ich kann auch völlig falsch liegen mit meiner Meinung, meiner Expertise. Aber meine Expertise gründet sich nicht darauf, dass ich irgendwelche Artikel von anderen Leuten durchlese, sondern meine Expertise gründet sich darauf, dass ich jeden Tag
mit diesem Auto zu tun habe. Ich fahre das jetzt seit 18.000 Kilometern, seit Juli 2023, habe fast jede Entwicklung damit mitgemacht und habe jetzt noch die Fabrik gesehen, mir das angeguckt. Ich kenne ein paar Leute bei Fisker, also von daher, das ist mein Background für diese Expertise. Also, ich bin Oliver, wenn ihr Bock habt, Daumen hoch für dieses Video, abonniert den Kanal, wenn ihr Lust habt und liebe Grüße nach Graz nochmal an das Team von Magna und von Fisker natürlich. Vielen Dank, dass das geklappt hat und ihr macht einen Bombenjob. Auf bald, bis zum nächsten Video.